Leute, über 1,5 Jahre ist es jetzt her und heute ist der Tag gekommen. Wir können endlich das Geheimnis lüften, was wirklich passiert ist. Ich habe ja wirklich die wildesten Nachrichten, die wildesten Kommentare von euch gelesen mit hier, das Fahrzeug wurde verkauft, das Fahrzeug ist verunfallt. Robert, was war noch mit dabei? Das Fahrzeug wurde geklaut, habe ich auch gelesen. Also wirklich die wildesten Nachrichten. Aber Leute, heute werden wir euch genau erzählen, was exakt passiert ist. Was sagst du? Schau ihn dir einfach an. Lang ist her. Ist einfach eine pure Schönheit, oder? Aber definitiv, Mann. Das ist einfach unfassbar. Schau ihn dir an. Wenn du überlegst, 2012 bedeutet jetzt über 12 Jahre, jetzt mittlerweile sind es bald sogar 13 Jahre. Und wie dieses Fahrzeug Das ist so zeitlos aussieht. einfach. Es ist einfach einer der schönsten Fahrzeuge. Aber wirklich. Und einfach von der Performance und allem. Leute, hier ist der McLaren P1. Also Robert, nur noch mal ganz kurz zum Verständnis für dich. Auch für mich? Wichtig, ja? Na, ich bin gut versichert, das passt. Nichts anfassen, Ach so, okay? Vielleicht heute. Ich versuch's, da habe ich wenigstens Weil zwei. die Aufnahmen wären schon noch ganz gut zu haben. Ja? Ja, die kriegst du dann. Also das wäre schon ganz gut. Ja Leute, hier ist er. Unser McLaren P1. Und nein, das Fahrzeug wurde nicht verkauft. Das Fahrzeug ist auch nicht verunfallt. Das Fahrzeug wurde auch nicht gestohlen. Nee, auch nicht. Das Fahrzeug war jetzt für über 1,5 Jahre weg. Leider. Leider, ja, definitiv. Ich meine, wenn du ihn dir anschaust, man sieht, es wird hier Stück für Stück zerlegt. Das Fahrzeug wird auch noch komplett zerlegt. Wir haben ja hier schon die ersten Teile. Und das wird jetzt auch ein paar Wochen dauern. Was genau ist passiert? Ganz einfach. Und zwar haben wir, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob es links oder rechts gewesen ist, Ja, irgendwo auf jeden Fall. wo du nämlich das Fahrzeug ansteckst zum Laden. Und es ist nämlich wirklich so losgegangen, das Fahrzeug hat nicht mehr geladen. Ja, weil wir haben ja hier ein Hybridsystem, bedeutet mit einer Gesamtleistung mit 916 PS, bedeutet wir haben ja hier pure Formel 1 Technologie. Ja, das heißt auf der einen Seite, wir haben den schönen V8 Verbrennermotor und dann zusätzlich eben die Elektropower, bedeutet DRS, E-Pass, also rein wie wir es eben aus der Formel 1 kennen, wie sich hier der Spoiler flach stellt und wir einfach zusätzlich eben die Elektropower haben. Aber es ging dann so los, dass das Fahrzeug nicht mehr geladen hat. Man dachte erst, es liegt am Ladegerät. Das Ladegerät wurde ausgewechselt, mit einem neuen ersetzt und dann ging aber dasselbe Thema wieder los. Wir konnten einfach nicht mehr das Fahrzeug laden und dann ging das Fahrzeug hier zu McLaren München und dann musste man leider bitter feststellen, die Batterie ist defekt. Und ja, wir haben ja vor, sage ich mal, ungefähr 3 Jahren haben wir ein Video gemacht, wo wir hier über die ganzen Ersatzteile gesprochen haben, über die Kosten, was so ein Frontspoiler kostet, was so ein Heckspoiler kostet, was ein neuer Motor kostet. Und das teuerste am ganzen Fahrzeug ist Natürlich die Batterie, oder? natürlich die Batterie. Klar. Und jetzt hatte man natürlich die Möglichkeit, um zu sagen, okay, pass auf, wir können mit dem P1 weiterfahren, aber eben natürlich ohne zusätzlicher Batterie, bedeutet einfach nur noch rein mit dem Verbrenner. Aber Leute, ganz ehrlich, Das ist Quatsch, dafür oder? steht ja nicht der McLaren P1. Wir wollen ja wirklich die Formel 1 Technik am Start haben. Und Genau. da ist natürlich dann auch das Thema gekommen, dass McLaren 2022 ihre Generation 2 Batterie gelauncht hat. Bedeutet, dieses Fahrzeug wird nun einer der allerersten Performance-Batterien bekommen. Das ist ein Performance-Upgrade von McLaren, was von denen angeboten wird. Und Leute, hier haben wir sie nämlich auch schon, die neue Batterie. Das ist hier einmal die alte. Robert, nochmal ganz wichtig. Ja? Nicht anfassen, nichts, ja? Ja, wieso? Also Dann wenn du das gleich mal so ein bisschen zeigen willst, Ja? ne? Ja, du, wenn du mit dem Leben abgeschlossen haben solltest, kannst du es gerne machen. Ja, dann musst du nächste Woche nicht mehr arbeiten. Ja, so kann man das auch sehen. Leute, aber da sehen wir das jetzt mal. Wir haben jetzt hier einmal die alte Batterie und das hier ist die neue. Wie viel kleiner die jetzt ist. So, und wir haben natürlich das Performance Upgrade. Bedeutet, die ist einmal 55% leichter
gegenüber der alten Batterie und auf der anderen Seite allein schon von der Beschleunigung von 0 auf 300 0,4 Sekunden schneller. Also das sind wirklich so Themen. Reichweitentechnisch ist es schlechter geworden. Bedeutet, hier konnten wir damals 11 Kilometer rein elektrisch fahren. Hier sind es jetzt nur noch 3 Kilometer. Aber die Batterie ist halt natürlich rein auf Performance getrimmt. Das wird natürlich jetzt noch seine Zeit dauern. Hier bei McLaren München, die Jungs sind extrem fleißig. Also wir schauen mal, ob wir vielleicht das Fahrzeug noch in diesem Jahr bei uns in der Garage haben können. Das ist so geil. Ansonsten spätestens dann natürlich Anfang nächsten Jahres, und dann müssen wir natürlich herausfinden, wenn hier der Frühling kommt, dann werden wir natürlich testen. Wir haben natürlich schon ein ausführliches Video darüber gemacht, wie schnell hier der P1 100 auf 200 auf 300 beschleunigen kann, aber wir wollen natürlich dann herausfinden mit der Performance Upgrade Batterie, wie viel schneller hier der McLaren P1 geworden ist. Also ja, ich meine, es ist einfach unfassbar, dass das Fahrzeug jetzt wieder da ist. Ich habe das Auto das letzte Mal, ja, vor 1,5 Jahren gesehen. Ja, Mitte 2023. Dann ist das Auto hier zu McLaren München gegangen. Man wollte einfach ein paar Tests machen, um zu sehen, okay, was ist da wirklich los? Man hätte niemals gedacht, okay, die Batterie ist defekt. Das sind jetzt über 12 Jahre. Das ist extrem, extrem bitter. Aber was willst du machen? Jetzt kannst du sagen, das passiert, aber Leute, daran sehen wir halt einfach, diese ganze Hybridtechnologie, das ist halt einfach hochkomplex. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn du jetzt natürlich rein elektrisch unterwegs bist, bei den Batterien, das ist halt schon wirklich ein hochkomplexes Thema. Aber Gott sei Dank gibt es dafür eine Lösung, bin ich froh. Genau, und nicht nur eine Lösung, sondern das ist ja eben das Ausschlaggebende, Leute, das Fahrzeug wird anschließend schneller sein. Wir werden einfach nochmal mehr Performance hier da haben. Effizienz ist einfach nochmal besser. Also das ist ja eben das Schöne. Es wird ja nicht einfach nur die Batterie ausgewechselt, sondern du hast hier wirklich ein komplettes Performance-Upgrade. Und da bin ich mal extrem gespannt. Aber für mich ist wirklich das Schönste, einfach wieder hier den McLaren P1 zu sehen. Und wenn das dann wieder zusammengeschraubt ist, aber man muss auch mal ganz kurz hier zeigen. McLaren P1 in Vulcano Red ist schon auch richtig sexy, hätte ich nie gedacht, oder? dass es so geil ist. Aber schau dir mal die Motorhaube hinter dir an. Ja. Wie riesig, Wie riesig diese Motorhaube ist, oder? Alter, ich will nicht wissen, was das Teil allein kostet. Ja, das haben wir doch alles schon mal ausführlich in einem Video. Wir können mal gerne den Link einblenden, weil ja, da sind wir auch ein bisschen auf das Thema Batterie eingegangen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, die Hybridbatterie ist kaputt. Achtung, festhalten, ich muss mich wieder festhalten. Musst du dich festhalten oder geht's für dich? 200.000 Euro. Ja, lasst uns mal ganz kurz hintergehen, weil da sehen wir das nämlich auch. Oh, schaut dir das mal an. Es ist einfach ein pures Kunstwerk. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, dass dieses Fahrzeug einfach weit über 12 Jahre alt ist. Das würde man niemals denken, oder? Nee. Und einfach so ein hochkomplexes Fahrzeug. Aber schaut mal her, Leute, was wir da drüben noch haben. Weil das muss man ja auch einmal ganz kurz gezeigt haben. Wir haben hier nämlich einmal Speedtail, ja, auch sehr spezielles Fahrzeug. Das dürfen wir hier nicht zeigen, aber für die Kenner, vielleicht wisst ihr, was das sein könnte. Boah, das sollen die Leute echt mal in den Kommentaren erraten. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ja, Leute, kommentiert mal drunter. Was denkt ihr, ist das für ein Fahrzeug mit diesen, sage ich mal, leicht dezenten Spoiler? Ja, dann natürlich hier darunter auch noch ein Bugatti und dann haben wir hier McLaren F1. Einfach ultimativ, Mann. Legende. Du stehst vor diesem Auto, wird dir wieder klar, die Mühle kostet einfach mal 20 Mio. Ja, Mann. Das ist einfach so Das geisteskrank. ist so wild, aber es ist so ein geiles Auto. Also du kannst dir indirekt, dafür 10 P1 so ungefähr kaufen. Ja, so in etwa. Das ist so verrückt. Aber einfach absolutes, legendäres Fahrzeug. Also wenn du jetzt alleine überlegst, wenn du jetzt das Fahrzeug nimmst, was da drunter gedeckt ist, ja, nimmst du dir den Speedtail, den Bugatti, hier den F1, hier die P1 und dann noch die Bugattis, was hier schon wieder für einen Wert steht. Ja, aber am ist wertvollsten sind wir natürlich, oder? Das ist ja unglaublich. Also jetzt mal ganz kurz, Robert, ich zähle gerade. Wir reden hier eigentlich gerade von 50 Millionen. Ja, vor allem der eine Bugatti hinten ist ein 110er. Genau. Dann oben, ja, das ist normal. Hey. Und ich sage mal so,
von dem, was da drunter ist, Ja. da kannst du dir ein paar 110er nämlich da davon kaufen. Ja, das stimmt. Das ist schon... Ja, Leute, also ich würde sagen, wir können hier das Video erfolgreich beenden. Endlich konnten wir darüber was sagen. Wir warten jetzt mal ab, bis das Fahrzeug hier bei uns wieder in der Sammlung sein wird. Lang wird es nicht mehr dauern. Die Batterie ist da. Das Fahrzeug wird jetzt in den nächsten Wochen zerlegt, alles wieder zusammengebaut. Dann kommt hier die Performance Upgrade Batterie, wird hier in unserem McLaren P1 installiert. Und dann, Leute, dann kann ich es gar nicht mehr da warten, bis der Frühling kommt und wir hier gemeinsam richtig aufreißen können. Und dann, um herauszufinden, ist der P1 mit der Performance Batterie noch mal schneller als zuvor. Das wird mich extrem interessieren. Und dann würde ich sagen, sind wir raus, oder Robert? Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir schon wieder zum Flughafen. Ja, Zeit wird's. Wir Alles müssen klar. wieder weg. Also, peace out.